Grigori Rasputin, möglicherweise einer der eigenartigsten Figuren der Geschichte. Ursprünglich sibirischer Bauer, kann kaum lesen und schreiben. Er wird aber zu einem sehr einflussreichen Wanderprediger, schafft es bis zur Zarenfamilie und mischt in der Politik mit. Wie er es so weit geschafft hat, ist bis heute für viele Historiker eine nicht gänzlich geklärte, aber zentrale Frage. Mit seiner außergewöhnlichen Ausstrahlung, seinen stechenden Augen und theatralischen Auftritten verführte er die Menschen. Er hatte eine unwiderstehliche Anziehung auf Frauen und veranstaltete sexuelle Orgien. Er war bekannt für seine unstillbare Begierde nach Frauen. Trotz seiner dämonischen und ungepflegten Ausstrahlung hatte er Erfolg. Außerdem geht es darüber hinaus. Ihm werden übernatürliche Fähigkeiten nachgesagt. Er ist ein selbsternannter Heiliger und Wunderheiler. Doch er und seine Taten sind höchst umstritten. In manchen Kreisen wird er als russischer Teufel oder Antichrist bezeichnet. Was steckt dahinter? Wer war dieser Mann und was war sein Geheimnis? Die von Edward Radzinski geschriebene Biografie Die Geheimakte Rasputin, neue Erkenntnisse über den Dämon am Zarenhof, verschafft interessanten Einblick in Rasputins Leben. Geboren wurde er als Bauernsohn in einem Dorf in Westsibirien. In seiner Jugend soll er getrunken und gestohlen haben. Doch irgendwann kommt scheinbar der Wandel für ihn. Beispielsweise wird erzählt, dass er einmal das gestohlene Pferd des Nachbarn wiederfinden und das Versteck und den Namen des Diebes benennen konnte. Erste Heilerfolge werden ihm zugesprochen. Er macht Pilgerreisen und zieht von Kloster zu Kloster. Diese Reisen machen ihn vielleicht zu dem, was er war. Er wird beschrieben als eine sehr geheimnisvolle Person. Manche glaubten zu damaliger Zeit schon, er habe einen Pakt mit dem Bösen geschlossen. Ihm wurde vorgeworfen, Anhänger der Klüsten, auch genannt Geißler zu sein, einer Sekte mit ekstatischen Elementen, die die Praktiken der orthodoxen Kirche nicht anerkannte. Er wandte sich früh von der gewöhnlichen Art der Gottesdienste ab und er wird zu einer umstrittenen Person. Wenn wir über heilige Menschen oder Propheten sprechen, dann denken wir an Menschen, die sich von Sünden fernhalten. Doch hier sprechen wir von einem Menschen, der bewusst gesündigt hat. Bei seiner Lehre spielte es eine Rolle, für die Befreiung, beispielsweise sexuell zu sündigen. Seine Augen fesselten die Menschen. Die Menschen, die von seinen Blicken und seiner Art beeindruckt waren, stellten ihn Geistlichen wie zum Beispiel Vater Michael vor. Dieser wiederum ermöglicht ihm durch ein Empfehlungsschreiben, sich hohen Geistlichen in St. Petersburg wie dem Priester Theophan vorzustellen. 1904 kam der ungepflegte, magere Bauer nach St. Petersburg. Hier war für ihn mehr möglich. Schnell sprechen sich er und seine Fähigkeiten rum. Doch hatte er wirklich diese Fähigkeiten? Kannte er Techniken, die den Menschen unbekannt waren und heute noch sind? Beherrschte er die Hypnosetechnik? Betrieb er schwarze Magie? Oder war er ein Scharlatan? Einige vermuten eine halb so schlimme Variante, und zwar, dass er zu den Schamanen gehörte, die in Sibirien bis heute eine ungebrochene Tradition haben. Dabei wird geglaubt, dass ein Schamane Kranke heilen kann, indem seine eigene Seele die Seele des Kranken in einer Jenseitsreise zurückholt. Wie dem auch sei, womöglich sein größter Erfolg und damit auch die Tür zur großen Berühmtheit war der Fall, als Rasputin an den Zarenhof gerufen wurde, um den Zarensohn Alexei zu heilen. Dieser litt an Hämophilie und hatte Blutungen. Die Ärzte waren hilflos. Rasputin war die einzige Hoffnung. Zeitzeugen und Ärzte bestätigen, dass Rasputin auf unerklärliche Weise mehrere Male die Blutungen stoppen konnte, allein mit seinem hypnotischen Blick, ohne den Jungen auch nur zu berühren. Die Zarin war nun der Überzeugung, Rasputin sei die Antwort auf ihre Gebete. Ein Heiliger. Die Freude und die religiöse Überzeugung ließ sie jedoch Rasputins unheimlichen Lebensstil mit sexuellen und alkoholischen Ausschweifungen ignorieren. Er war ein seltsamer Heiliger, der die Menschen aber irgendwie überzeugen konnte. 1914 zog er in eine Wohnung in der Nähe des Zarenpalastes. Selbst bei politischen Entscheidungen holte man sich bei Rasputin einen Rat. Doch er hatte auch seine Feinde. Mehrere Male versuchten Verschwörer ihn zu töten. Die Verbindung zu der Zarenfamilie wurde immer stärker. Er hatte es ganz nach oben geschafft und ging vielleicht sogar zu weit. Es verbreitete sich das Gerücht über ein sexuelles Verhältnis mit der Zarin.
Konservative Monarchisten wollten Rasputin ein für alle Mal umbringen. Als er einmal in sein Heimatdorf zurückkehrte, wurde er Opfer einer Messerattacke. Das überlebte er, doch zurück in St. Petersburg wurde er vom russischen Adeligen Felix Jussupow 1916 zu seinem Palais gelockt. Hier sollte der ganze Zauber enden. Ihm wurde eine Torte und Wein serviert, beides mit tödlichem Cyankali bearbeitet. Man wollte ihn vergiften und anschließend in die Newa werfen. Rasputin aß und trank munter, ohne jegliche Anzeichen von Vergiftung. Jussupow nahm seinen Revolver, schoss auf Rasputin. Erst einmal lag er auf dem Boden und der Arzt stellte seinen Tod fest. Doch später, als man seine Leiche wegfahren wollte, wachte er plötzlich wieder auf. Rasputin versuchte noch zu fliehen und wurde dann im Hof endgültig durch einen Kopfschuss erledigt. Er wurde anschließend in ein Eisloch geworfen. Seine entstellte Leiche wurde gefunden. (2004) erschien ein Dokumentarfilm im BBC mit dem Namen »Wer hat Rasputin ermordet? Die britische Verschwörung«. Dort wird behauptet, beim Mord an Rasputin sei auch der britische Geheimdienst mit verwickelt gewesen. Das Interessante ist auch Folgendes: Es heißt, Rasputin habe einige Wochen vor seinem Tod einen Brief an den Zaren geschrieben. Darin meinte er vorherzusagen, dass wenn es die Verwandten des Zaren sind, die seinen Tod verursachen, niemand aus der Familie länger als 2 Jahre am Leben bleiben wird. Kaum 2 Monate nach seinem Tod bricht in der russischen Hauptstadt die Revolution aus. 1,5 Jahre später wurde die gesamte Zarenfamilie von den Bolschewisten ermordet. Rasputin bleibt für uns ein Rätsel. Unter der neuen revolutionären Regierung wurde die Leiche des Heiligen Teufels, so wird er manchmal genannt, wieder ausgegraben und verbrannt.